Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute ist der Dr. Jordan Petrov wieder da. Er ist Arzt, also medizinischer Ausbildung und auf der anderen Seite auch Ingenieur. Und er ist auch der Leiter der Akademie für Wissenschaft und Forschung an der Universität Rostock. Und sein Spezialgebiet ist die Durchblutung des menschlichen Körpers. Und das ist etwas unglaublich Spannendes. Und deshalb ist der Titel der Sendung auch die Durchblutungsstörung. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Jordan Petrov. Herzlichen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Meine erste Frage, Entschuldigung, habe ich eingesprochen, tut mir leid. Meine erste Frage, weil es schon auf der Zunge liegt, die Frage, das Wort ich habe jetzt 1200 Sendungen gemacht und mit vielen Medizinern hier geredet. Nie ist das Thema Durchblutungsstörung gefallen. Was lernt der Mann in der Medizinstudium über das Thema Durchblutung? Er lernt ein Gesetz, wie die Durchblutung bewältigt wird im Körper, aber wie man eine Durchblutung verbessert oder wie die Durchblutung übers Alter sich verändert und wie man da beeinflusst, kein Thema. Kein Thema. Jetzt habe ich aber von dir gelernt, dass der normale Verlauf eines Menschen, dass er mit jedem Tag älter wird, logischerweise auch der ganze Körper älter wird und die anfänglich super Durchblutung mit der Zeit auch immer geringer wird. Das macht uns alt, das macht uns auch anfällig für Krankheiten. Also ist es ja eigentlich nicht nur ein modernes Anti-Aging, wo man sagen kann, hey, wenn die Durchblutung hoch bleibt, ist die Gefahr einer Erkrankung kleiner. Aber natürlich. Aber das ist doch revolutionär. Das muss man doch sagen. Am Beispiel der Mutation der Körperzellen haben wir gezeigt, mehr Durchblutung, weniger Mutation. Und wer hat schon etwas sich ausgedacht, was präventiv gegen Krebs zum Beispiel sein kann? Das ist die Studie, wo die Frau Brigitte König gemacht hat in Deutschland. Ich sage präventiv, ja. Also weil das hat nichts zu tun damit, wenn einmal der Krebs da ist, wie man ihn jetzt bekämpft. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber jetzt sind wir bei der Durchblutung. Man kann es deutlich reduzieren oder verhindern, dass es überhaupt zu einem Krebs kommt. Natürlich. Durch die erhöhte Sauerstoffversorgung, weil jetzt wenn der Sauerstoff in die Zelle kommt, bin ich im normalen Stoffwechsel. Ja. Und wenn ich zu wenig Sauerstoff habe in der Zelle, muss die Zelle überleben und stellt auf Gärung. So ist einfach. Ja, ganz einfach. Eigentlich schon. Und jetzt dieses Problem der Durchblutung und kleinste Felder, weil das ist damals von mir erkannt worden, das Potenzial dieser kleinsten Felder. Und deswegen habe ich bei mir die kleinsten Felder, die Behandlung der Leber als Qualität des Blutes, dann habe ich die Herztätigkeit. Ich dokumentiere, wie das Herz, die Patienten kommen für eine Leberbehandlung. Ich schaue an und sehe, aha, das Herz muss gestärkt werden. Und dafür habe ich meine eigenen Rezepte, Herzrhythmusstörungen, manchmal schon. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der mit natürlichen Mitteln, gleich nach 3 Tagen sind die Herzrhythmusstörungen weg, weil ich auf die Ursache zurückgehe und nicht Endlösungen anstrebe und immer auf Heilung. Kann mir bitte nochmals erklären, wieso wirken solche kleinsten Felder darauf, dass ich eine verbesserte Durchblutung habe und erhöhte Sauerstoffversorgung in meinem Blut? Also was passiert da? Hier muss ich ein bisschen ausweiten. Und zwar, wir riechen, schmecken, sauer, süß. Wir haben Schmerzen, empfinden Vibrationen. Aus dem Darm kommt Unwohlsein. Und warum merken wir das? Jetzt die Frage. Das sind Nervenverbindungen zum Hirn. Nervenverbindungen. Und die Nervenverbindungen sind spezifisch. Ja. Das heißt, für die Vibration sind Vibrationsnerven verantwortlich. Für Schmerz haben wir die Nervenendigungen. Wir sind gewoben aus Nerven, überall. Also die Nervenendigungen sind die Schmerzfaser. Für Süß, haben wir spezielle Nervenfaser. Und zum Gehirn hin
ob wir grün sehen oder blau oder rot, zum Gehirn hin laufen nur Nervenimpulse. Nur Elektrizität. Ja. Wenn man so will, sind wir Cyberwesen. Ja, das ist unglaublich. Ja. Also unglaublich. Das ist, also wir funktionieren und zum Gehirn ist eine Informationsflut spezifisch nur elektrischer Impuls. Ja. Das muss man sich Und mal an der jetzt Zunge vergehen lassen. läuft so ein elektrischer Impuls über eine Nervenfaser. Die Nervenfaser liegt aber auf kleinste Felder. Und dieser Impuls wird beeinflusst. Und wir wissen, dass diese Beeinflussung in positive Richtung geht, dass diese Nervenimpulse werden stabilisiert und kommen weniger. Wenn wir einen Schmerz haben, hat nun diese Stabilisation des Impulses durch eine Aktionspotenzial, sagen wir, Stabilisierung, dadurch, dass diese Schwelle eines Aktionspotenzialbildung höher liegt und man weniger Impulse dann zum Gehirn schickt. Und wenn zum Gehirn hin weniger Impulse geschickt werden, dann wird der Schmerz weniger. Also dann wird die schlechte Empfindung weniger. Und deswegen, da ist die eine Wirkung der kleinsten Felder, dass die Nervenfaser einen direkten Einfluss bekommen, wenn sie über wechselpolare, konstant magnetische Felder gehen. Und das ist jetzt... Und wie kommt der Sauerstoff jetzt rein? So, wir haben davon gesprochen, dass das Blut selbst aktiviert wird. Wenn das Blut aktiviert wird, greift sich das Blut, also die Substanzen, die weg müssen aus dem Gewebe. Du musst dir vorstellen, ein Diabetiker, wo seine Durchblutung schlecht ist, also das ist wie Beton. Also da kommt nichts durch. Und jetzt kommt die Wirkung der kleinsten Felder, wird alles aufgelockert, das Blut wird aktiviert und das Blut greift sich jetzt Substanzen, die über Jahre im zwischenzellulären Raum brach liegen und raus müssen. Und der zwischenzelluläre Raum, wenn er vollgepropft ist mit Schlackenstoffe, ja, dann hat er einen höheren Widerstand der Durchblutung entgegenzusetzen. Das heißt, unseres Altwerden, unsere schlechte Durchblutung bekommen, hängt damit zusammen, dass im Alter Substanzen sich im zwischenzellulären Raum anreichern, die da nicht gehören. Die sind im jugendlichen und im Wachstum begriffene Organismus nicht drin. Aber das funktioniert ja dann auf beide Seiten. Einerseits beim Diabetes Fuß wird gearbeitet, dass es besser wird. Und auf der anderen Seite hole ich bei der Lunge viel mehr Sauerstoff mit. Wird mitgenommen, viel mehr Sauerstoff mitgenommen. Und jetzt wissen Sie, das mit den Schlackenstoffen wird in der Schulmedizin falsch verstanden. Ich habe mal selbst im Fernsehen gesehen, wie ein Professor sich hingestellt hat und hat gesagt, Schlackenstoffe gibt es im Organismus nicht. Ein anderer Professor für Zahnheilkunde aus München sagt, Quecksilber ist harmlos. Das zeigt nur eins, dass es Professoren gibt, die keine Ahnung von praktischer Medizin haben, sonst nichts. Also, und ein Sprichwort heißt, auch jeder Professor ist so ein bisschen dumm. Also, und das kommt immer manchmal zum Vorschein, nicht an dem richtigen Platz. Die Schlagstoffe, die Schlacken im Körper sind eine der Ursachen für unseres Altwerden. Ich werde mich also konkretisieren.
Es gibt Patienten, die trinken 4 Liter Wasser, meistens Leitungswasser, um nicht dick zu werden. Ja, das ist, indem du viel Wasser reinpumpst in deinen Magen, hast du weniger Appetit, isst du weniger und jeder Pfund kommt durch den Mund. Also bitteschön, das ist eine wirklich effektive Maßnahme gegen Übergewicht. Ich habe solche Patienten gehabt, wenn ich durch die Haut so streiche, da pieken mir kleine Kristalle auf die Finger. Die Haut ist voll mit Kristallen. Also, und das kommt alles, weil der Körper wird mit zu viel Carbonate meistens, also angeflutet, und das muss irgendwo weg. Ein Teil geht über die Niere und das andere wird abgelagert in der Haut. Also, und wenn die Haut voll ist mit solchen Kristallen, dann ist sie dick und nicht elastisch. Und wenn ich mit der Spritze durch diese Haut fahre, knirscht es regelrecht. Nein, sogar. Ui, Ja. ui, ui. Also zu hören nicht, aber ich spüre an der Spritze, dass das also durchgeht. Und wenn dann, jetzt kommt das Unerklärliche, wenn dann die Leberbehandlung gemacht ist, wird die Haut mit der Zeit wieder dünn und elastisch und es knirscht nicht mehr. Also, und jetzt komme ich zu einem Problem, was inzwischen also von allen sehr gut, also sagen wir, verstanden wird. Es gibt so ein Problem der Wirbelkanalverengung. Viele Patienten werden operiert, weil der Arzt sagt, ihr Wirbelkanal ist verengt. Die Wirbelsäule. Ja? Da kommt der Nerv durch. Und dieser Kanal ist für den Arzt enger geworden und da müssen wir operieren, dann mit einem Erfolg, der sehr fragwürdig ist. Ja? Weil jede Operation dort macht Narbengewebe und man weiß nicht, wie der Ausgang der Operation dann zu guter Letzt ist. Dieser Wirbelkanal ist auch ausgekleidet mit einer Haut. Und wenn diese Haut genauso solche Substanzen einlagert, wie Carbonate, ja, dann wird natürlich diese Haut auch dicker und der Nerv, der da durchzieht und bewegt wird, also Fängt an weh zu tun. wird entzündet durch diesen Reiz und Schmerz. Aber da kriege ich ja demzufolge auch Wie wieder kriege ich weg. ihn wieder weg? Na ganz einfach, indem ich die Übersäuerung bekämpfe und die Schlacken aus dem Körper allmählich raushole. Und jetzt kommen die kleinen Felder mit dem aktivierten Blut. Die werden nach und nach sich diese Schlacken nehmen und zur Ausfuhr bringen. Jetzt in diesem Zusammenhang ist es gut zu sprechen über Harnsäure. Harnsäure produziert der Körper, wenn wir Energie aus Eiweiß gewinnen. Dann die Harnsäure ist der Rest. Und dieser Rest muss raus. Die Harnsäure steht im Biochemiebuch. Die Harnsäure ist nicht lösbar im Wasser. Die Harnsäure ist lösbar in Lösung mineralischer Salze. Was sagt dir das? Wenn ich also Mineralien ausreichend im Körper habe, löse ich die Harnsäure. Ja, da bin ich ja Und dann- basisch. Ja, da bin ich ja im basischen Milieu. Genau, löse ich die Harnsäure, die ist dann gelöst und die Niere scheidet sie aus. Ja. Der Arzt, Aber da reicht jetzt nicht einfach für die Leute, die das mir immer wieder sagen, ach Herr Glock, das brauche ich nicht, ich trinke jeden Tag 3-4 Liter Mineralwasser. Mineralwasser heißt Mineralwasser und das meiste davon sind wahrscheinlich Carbonate. Ja? Und 3-4 Liter trinken ist sowieso ein Risiko für sich, weil wenn man das aufkochen wird, dann wird sich am Ende ein Niederschlag bilden, der löffelweise also entsorgt werden kann. Und das muss alles der Körper und vor allem die Nieren müssen damit fertig werden. Ja. Und dann wird gelagert im zwischenzellulären Raum, im Bindegewebe.
Ja? Hab's Und dann verstanden. kommen wir wieder zum Problem der Schlackenbildung. Also das nützt nichts. Wir reden nicht von diesen Mineralien, sondern wir reden wirklich von einer hochwertigen Nährstoffaufnahme, die diese Pufferkapazität für diese Harnsäure übernehmen kann. Also Richtig? die Harnsäure, also wir müssen von Mineralien reden. Also im Alter, das hängt natürlich viel mit Ernährung zu tun, aber wir müssen im Alter Nahrungsmittelergänzung nehmen, weil als wir jung waren, haben wir viel mehr gegessen. Was nimmst du an Nahrungsergänzungsmittel? Ich meine, ich weiß, du sagst immer wieder Vitamin C, aber das ist jetzt nicht Nahrungsergänzungsmittel, sondern das ist ein Antioxidant. Wir wollen jetzt also konkret werden, aber jetzt sind wir noch dabei, also darüber so ein bisschen zu diskutieren, was genau also passiert. Also wenn wir im Alter nicht mehr so viel essen und wenn der Darm im Alter dünn, nicht elastisch und breit geworden ist, dann resorbiert er viel weniger. Das heißt, wir essen weniger und wir resorbieren weniger. Und wir brauchen aber die Mineralien. Wir kommen also wirklich an das Problem nicht ran, wenn wir nicht zusätzliche Mineralien zu uns nehmen. Ja? Und hier gibt es verschiedene Präparate. Ich will nicht konkret werden, weil dann würde ich... Aber du selber nimmst für dich auch Mineralien jeden Tag zu dir? Natürlich. Ich nehme, also das Wichtigste ist natürlich das Essen. Wenn ich mit dem Essen hauptsächlich grünes Gemüse, aber nicht belastet. Naja, Bioqualität habe ich jetzt auch gerade gehört. Das andere Gemüse ist ein Risiko für sich. Also wenn ich Bioqualität zu mir nehme, dann habe ich schon gute Chancen, also dass ich genügend Mineralien habe. An erster Stelle genügend Magnesium. Ja? Und wichtig ist, dass ich dabei also die Harnsäure löse. Ansonsten kristallisiert sie im Blutwasser. Das Gelenk hat nur Blutwasser um sich. Und wenn da Harnsäure kristallisiert, ja, jetzt kommen wir in die Arthrose rein, oder? was haben wir dann? Dann haben wir die Arthrose. Und wenn wir nicht gleich reagieren, indem wir einen Streifen am Knie links und rechts Magnetfelder, mit den kleinsten Feldern. Oder einfach ein Streifen am Fuß, wenn das Fußgelenk betroffen ist. Ich hatte eine Patientin von einem guten Bekannten, weil der Bekannte war, habe ich ihr gesagt, hier, ich schenke dir einen Streifen, stell mal rein, einfach im Strumpf und dann wollen wir gucken. Die Schmerzen waren weg, sie brachte es aber nach einer Weile, weil ich habe dann auch gesagt, sie muss sich das kaufen. Ja? Sie brachte dann eine Weile und sagt, ja, das ist mir nicht so recht, also das stört mich beim Gehen. So. Und da sie von einem guten Bekannten war, habe ich gesagt, Sie haben jetzt so lange getragen, nehmen Sie es einfach als Geschenk weiter. Und sie hat es weiter getragen, hat sie nicht mehr gestört und der Schmerz war weg. Also ganz spannend. Ganz spannend. Ich möchte noch abschließen, wenn wir da bei der Durchblutung sind. Sind wir wieder beim Abschließen? Ja, so nahezu. Ja, ich weiß, aber es war jetzt auch schon schön spannend. Kannst du mir noch sagen, wir wissen ja aus der Forschungsarbeiten bei den kleinsten Feldern auch, dass die körpereigene ATP-Produktion in der Nacht um 300% gesteigert wird. Ist das einfach der Zusammenhang, weil mehr Sauerstoff von der Lunge in die Zelle kommt? Weil das ist für mich eine Präventivmaßnahme, wenn abends beim Schlafen so viel Energie da ist und Alexander, ja? Wenn du das erzählst einem Arzt, ja, der wird sagen, das sind Hirngespinste. Ich sage, warum? Die Zelle, die zur Untersuchung kommt, in diesem Laborversuch, die arbeitet auf einem sehr niedrigen Level. Sie produziert sehr wenig ATP. Und wenn jetzt kleinste Felder im Spiel kommen, wird sie 300% gibt es nicht, es gibt nur 100%, wird sie 3-mal mehr Energie produzieren.
Alleine durch die kleinsten Felder. Wir haben da an die Mitochondrien die Mikronährstoffe. Wir haben Alpha-Liponsäure, wir haben Vitamin B12, wir haben wer weiß was noch. Es hat aber gereicht, alleine die kleinsten Felder für diese Produktion zu aktivieren und die Mikronährstoffe waren offensichtlich drin. Das heißt, die Zelle hat gebraucht diesen Magnetismus. Und das ist das Potenzial der kleinsten Felder. Und jetzt, wenn normal wäre jetzt, du bist mit deiner ATP-Produktion, so, und wenn ich sage jetzt, wenn du liegst auf die Auflage, kann ich nicht sagen, von diesem Stand auf wirst du 3-mal mehr ATP produzieren. Du produzierst, sagen wir, 1,2 mehr ATP-Produktion. Ja? Aber die Zelle, die im Labor einen niedrigen Stand hatte, hat 300, ich fange auch an. 3-mal mehr gemacht? Okay. Hat 3-mal mehr gemacht. Und das ist ein unglaubliches Potenzial. Also speziell auch bei kranken Menschen? Also, und dann auch noch diese Also speziell Geschichte. auch bei kranken Menschen, oder ist ja dann das Potenzial gigantisch, um eigentlich... Das ist bei Gesunden und Kranken, also am liebsten behandle ich, du wirst lachen, gesunde Patienten. Ja, logisch, ich verstehe das. Du, noch was, ein ganz weiser Arzt, der mal da gesessen ist, genau so wie du jetzt sitzt, hat mir mal gesagt, die Sonne schickt uns elektromagnetische Strahlen und die Erde schützt sich davor mit einem Magnetfeld. Kennst du den Herrn, der das gesagt hat? Einen konstanten Magnetfeld. Ja, das warst du, übrigens. Ja. Erstens. Und dann hatten wir über Elektrosmog gesprochen und dann haben wir auch gesagt, wie kann sich der Mensch im Bett eigentlich schützen vor den elektromagnetischen Strahlen? Und da sind wir wieder bei den konstanten Magnetfeldern gewesen. Das wären ja auch wieder die kleinsten Felder. Das ist richtig. Die kleinsten Felder haben also konstant Magnete und die Magnete schützen vor der elektrischen Strahlung, ja, über die wir schon mal gesprochen haben. Und diese elektrischen Strahlen, die elektromagnetischen Strahlen die kommen da nicht durch, auf jeden Fall. Aber die würden ja letztendlich wieder bei mir Geldrollenbildungen machen im Blut, eine mangelnde Sauerstoffversorgung und die kleinsten Felder machen die wieder auf und die elektromagnetischen Wellen können nicht rein. Es ist ein Geben und Nehmen, ja. Also alles im Gleichgewicht. Und genau von diesem Gleichgewicht rede ich, wenn es darum geht, also im zwischenzellulären Raum sind immer Gleichgewichte. Wir werden noch über Vergiftung und Entgiftung einmal reden müssen. Machen wir. Die Sendung machen wir jetzt aber zuerst zu Ende. Und ich glaube, ist nicht mit der Einführung von immer höheren Digitalisierungen der Welt, wo auch 5G ein Thema ist es nicht irgendwo fast Pflicht, dass wir uns irgendwie auf solchen Feldern wenigstens in der Nacht schützen vor diesem Angriff der elektromagnetischen Strahlen? Als Pflicht kann man das nicht nennen, aber als eine Vernunfthandlung, ja, wird das sich auf jeden Fall qualifiziert werden, weil also, solange ich keine Beschwerden habe und wann habe ich keine Beschwerden? Also nimm mich an zum Beispiel. Mein Blutdruck ohne Medikamente, ich nehme keine, ist 125/80. Ja. Dann weiß ich automatisch, meine Gefäße sind elastisch und nicht zu. Keine Arteriosklerose, sonst wäre das nicht 125/80. Ja. Und wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, als mein Sohn jung war, Kleinkind, da haben wir von diesem Elektrosmog nicht viel gehabt. Aber jetzt ein Verwandter von mir hat ein Kind, das mit 6 Monaten oder so, jedes Mal, wenn er mit dem schlafenden Kind an die Kasse im Supermarkt vorbeigefahren ist, schreckte das Kind und wachte auf und schrie auf. Die Kinder merken diese Strahlung.
Bei der Kasse immer, das können Eltern sehr gut beobachten, wenn die Kinder so im Schlafen sind, an der Kasse, sofort reagieren die. Und jetzt, ich gehe in die Wohnung eines Anwaltes, gebildete Menschen, modern, neu orientiert. Hier in dieser Ecke steht der Router mit WLAN. Da ist die Wand, hinter der Wand ist das Bett seiner 3-jährigen Tochter und der Kopf ist direkt am Router. Super, dann noch ein Babyphone vielleicht noch drin. Also es ist unwahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlich, wie die Bevölkerung eigentlich darüber aufgeklärt werden muss. Und ich freue mich, dass wir effektiv in diese Richtung etwas von dem Berg abgraben können, weil ich habe ein schönes Buch von einem persönlich mir bekannten Autor, der hat gedacht, er hat das Problem in seiner Wohnung gelöst, aber das Problem war nicht gelöst, er ist dann später gestorben. Aber der schreibt, wenn sich 1000 Ärzte zusammentun und schreiben eine Proklamation gegen die Felder, dann finden sich am anderen Ende wieder 1000 zusammen und die schreiben, es ist harmlos. Ja. Also deswegen, die Verantwortung des Einzelnen ist hier gefragt. Der Mensch muss erkennen, dass diese Strahlungen, die sind nicht zu vermeiden, weil sie mit dem modernen Leben und mit dem Fortschritt verbunden sind. Aber wir müssen vernünftig damit umgehen und uns davor schützen. Ich habe es verstanden. Herzlichen Dank, lieber Jordan. Aber eines, was wir wirklich machen können, ist diese Prävention durch Blutungsoptimierungsmaßnahmen mittels diesen kleinen Feldern. Was wir aber auch einen Schutz haben vor Elektrosmog 5G, egal wie groß die Sache wird, wir hätten wenigstens in der Nacht einen Schutz, der wirklich funktioniert und der Sauerstofftransport garantiert wird. So, das würde ich mal für heute so stehen lassen, falls du es abnickst und sagst, ich habe es richtig zusammengefasst. Also wir haben inzwischen mehrere Zusammenfassungen erlebt, aber ich glaube schon, das war richtig. Super. Alles Gute dir, lieber Jordan, und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Selbstverständlich geht es weiter mit weiteren Sendungen. Wenn der Dr. Jordan Petrov schon mal da ist, dann muss ich da an wie eine Kuh in Melken, um einfach so zu Informationen zu kommen. Das ist sehr schön dargestellt. Ich habe nichts dagegen. Ja? Alles klar. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen.